Meine wunderschönen Kardan hier. Heute mit einem weiteren Deck-Guide. Und zwar nennen wir es Scam. Warum Scam? In anderen Spielen bezeichnet man Scam etwas, was zum Beispiel nur einen Schaden macht, dafür aber den Gegner tötet. Oder etwas, das stirbt. Und wenn es stirbt, den, der ihn zum Sterben gebracht hat, mit in den Tod reißt. Und sowas gibt es hier jetzt natürlich nicht. Aber was es gibt, ist ein Ton of Debuff und auch, dass man die Elite-Gruppen von den anderen so ein bisschen wegsnacken. Hierzu starten wir jetzt mal nicht mit den Essentials, sondern mit dem, was eben nicht essentiell ist. Dazu gehört wieder mal Idicien. Habe ich halt mit, weil es mir gefällt, skaliert mit sich selber, greift schnell an, ist ein Tool von uns. Schilde ebenso. Warum Sheriff Eldstar? Ganz einfach, ich habe die besten AOE-Einheiten in den 5er-Drops und alle 3 5er-Drops müssen aber anders besetzt werden. Daher Sheriff Eldstar als AOE, der ja auch auf 3 Sterne bei ordentlichen Anzahl an Gegnern ist, der da angreift. Dann einfach Beastern für die Early Pressure. Einfach schenkt euch Liebe, Freunde. Den noch ein Level nach oben. Ich sag euch, eine Early Pressure hatte ich mit dem schon oft, wenn ich den zweimal Runde 1, Runde 2 auf dem Board hatte. Schon ewig viel Leben dem Gegner abgezogen. Dann natürlich wieder hart skalierenden Tomatado mit am Start. Einfach als Dicker, den einzigen Boss, wo er eigentlich bringt, ist die Schnecke. Ansonsten skaliert er so unfassbar schnell hoch, wenn ihr ihn early bekommt. Was auch ist diesmal mit dem Candle Mage wollen wir diesmal, also sind wir einfach fein damit, wenn wir alle 3 Einheiten bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Dann einfach als persönliche Präferenz. Ich habe wieder den Chili-Koch genommen. Ach, Leute, einfach Shop-Buff, einfach Sachen schon stärker aufs Board bringen. Er ist quasi eine bessere 5-Drop Traubenmixermaschine. Ist für mich, wie gesagt, einfach nur persönliche Präferenz. Hat einen Angriffswert, greift schnell. Aber Need. So, dann fangen wir von links nach rechts und nach oben mal mit den Essentials an. Wir haben das Blattwerk, also die Blätterfalle, die einfach nur nach 5 Sekunden die stärkste Elite-Truppe des Gegners mit 30% übernimmt. Danach versetzt sie sich in Schlaf, dass sie es halt wieder machen. Und das skaliert hoch von 30% des Lebens. Was wir, auch hier können wir hochgehen. Ich bin mir nicht sicher, was Angriff tun soll. Greift die hier irgendwann auch an? Ich weiß es nicht. Ob der Angriff dann auch irgendwas der Elite bringt. Fragen über Fragen, die ich hier nicht beantworten kann. Der Effekt, die Magie ist auf jeden Fall geil. Pustelöwe. Pustelöwe ist der erste Onboard-Scam, wenn man so möchte. Denn bei Bereitschaft senkt er temporär den Angriffswert aller gegnerischen Gegner um 15%, mindestens aber um -4. Auch ein Early-Tool. Wir sind hier übrigens auf 3 Sterne. Ist ein Early-Tool, aber 15%. Es wird ja eben auch krasser. Umso später man im Spiel ist, sonst würde er wahrscheinlich viel zu schnell abfallen. Aber Freunde, er kriegt hier vor allem auch gut mit Level-Ups, Early Mechanics, das Mindestmaß runtersetzt. Die Prozente gehen später auch hoch bis auf 8, 16, 2. Hui. Dann haben wir Variante, meine erste oder zweite Variante, die ich jetzt überhaupt in Plants on Fire habe. Ich habe mich für sie entschieden, weil ich hätte auch mein Chop-Off-Deck verbessern können, habe mich jedoch für ein Scam-Deck entschieden. Und hier ist es Richter Chilius in
deiner Variante 1. Alle 4 Sekunden stuft er temporär einen zufälligen gegnerischen 2-Sterne-Diener um 1 Stern zurück und senkt den Angriff. Die Angriffssenkung 70% der Chilius an. Das ist der Grund auch, warum ich ein bisschen Shop-Buff mitgenommen habe. Auch das kann man ja verstärken mit verschiedenen Schadensboni über Zauber und Geschenke. Und damit Hand in Hand geht der Rosenritter, der bei Bereitschaft 2 gegnerische Diener um 1 Stern zurücksenkt, was hochgeht bis 8. Also, Freunde, Mathematik ist wieder unser Freund. 9 Einheiten hat der Gegner auf dem Feld. Das heißt, ihr macht einfach 90% seines Feldes um 1 Stern zurück. Temporär. Und dazu senkt ihr auch das Angriffstempo aller gegnerischen 1-Sterne-Diener um 40%. Ist eine Midgame-Einheit. Deswegen, man muss gucken, sie möglichst zwischen Wave 4 und 6 zu erhalten, wenn der Gegner halt noch viele 2 Sterne hat. Andererseits muss man auch sagen, es ist eine Aura, sie ist permanent aktiv. Das heißt, wenn euer Richter Chilius Work macht, weil das Spiel ein bisschen länger dauert und er ein paar Mal durchcastet, gehen ja sowieso hier mit dieser Synergie zwischen Rose und Chili, die Chili-Rose, Gegner hier eventuell von 3 auf 2 und Lord Chilius kann den Rest machen, sie auf 1 runterbuttern. Wir hoffen natürlich, das Game ein bisschen zu verzögern, damit dass später die Blätterfalle mehr Gegner quasi zum Gegner schickt. Und wir greifen natürlich den Angriff des Gegners durch den Pustelöwen an. Wie gesagt, wir brauchen hier ein paar schnellere Einheiten. Wobei hier eigentlich wirklich nur Bistan mit seinen kleinen Fratzen dazu hervorzuheben ist und das Maidieschen als schneller Angreifer, denn wir haben hier 2 Einheiten. Und generell hier alles sonst recht langsame Truppen. Deswegen muss der Scam ziehen. Ihr seht, da bin ich auch noch nicht im Level so hoch und deswegen gucken wir uns das Ganze mal in-game an. So Leute, ich habe so lange jetzt auf einen ordentlichen Gegner gewartet. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. For real und fucking God. Ich muss jetzt mich wirklich zusammenreißen, ein bisschen über das Spiel zu reden. Erst hatte ich einen Gegner, der war 400% oder so unter mir, brauchte ich nicht aufnehmen. Dann hatte ich einen, der hatte 60% mehr. Ich habe ihn besiegt. Aufnahme nicht aufgenommen. Dann hatte ich einen, der hatte einfach 200, der hat fast 900% gehabt. Gegen den habe ich überhaupt keine Chance gehabt. Jetzt hatte ich 3 Runden in Folge Leute zwischen 300 und 400%. Und Leute, dieses Game nehme ich jetzt hier. Und zwar, gehen wir mal rein. Ich habe ein schnelles Board gespielt mit 3 Einheiten. AOE wird mega wichtig. Wir fangen jetzt an, unseren ersten Scam aufzubauen. Wir können Richter Chilius erst einmal freezen, weil der Gegner, denke ich, wird noch kein Stufe 2er haben. Nee, wir gucken erstmal. Chilius gleich auf 2 zu machen, bringt nichts. Er könnte hier mit jemandem auf 2 gehen. Ich denke auch, er wird Richter Chilius Variante nicht vermuten, dass er es machen könnte. Überprüfe ich dann doch nochmal, doch die Aufnahme läuft. Oh, das könnte quick and dirty werden. Wir haben auch schon den ersten Angriffsscam auf dem Board. Scamme ich jetzt mal weiter hoch. Dann scamme ich jetzt mal weiter hoch, denn jetzt wird er so langsam Panik kriegen und sich sagen, oh, muss. Dann macht das. Boss-Level wird auf jeden Fall noch nicht das Ende. Das heißt, er kann sich nochmal erholen. So. Und jetzt muss er. Er hat meinen Chilius gesehen. Jetzt muss er sich was überlegen. Oh. Oh, warte.
ist natürlich eklig für ihn. So, wir verbessern mal. Natürlich, jetzt werden natürlich meine Mobs stärker. Ich habe jetzt trotzdem Chilios nach vorne gesetzt. Aber trotzdem, mal gucken. Ich will ja eigentlich auch ein bisschen die Deck-Kombo zeigen. Aber Leute, es tut mir leid. Ich sitze hier jetzt seit einer Stunde oder wenigstens einer Dreiviertelstunde und probiere ein ordentliches Game aufzuzeichnen. Und ich hatte eins, wie gesagt. 60% hat der Typ mehr gehabt. Ich hatte gewonnen. Das war ein geiles Spiel. Es war ein knappes. Ah, das hier ist jetzt nicht so knapp. Schade, Leute, aber ich hoffe, ihr versteht den Grundgedanken. Ich konnte euch jetzt nicht so richtig Kombos zeigen. Ich konnte euch nicht Blattfalle zeigen. Zu Blattfalle sei hier nur an der Stelle gesagt, ich hätte sie gerne mal auf dem Board gehabt. Aber Blattfalle in Boss-Levels kann man immer überlegen zu verkaufen. Denn die bringt in Boss-Levels überhaupt nichts. Ja. Ansonsten wäre Rosenritter und Chilius natürlich die krasse Combo zum Runterstufen gewesen, aber auch ein Early Chili Koch, um den Chilius im Shop stärker zu machen, damit sein prozentualer Angriffsreduce härter fruchtet, ist eine Mini-Combo, genauso wie der Chili Koch dann im Shop unseren AOE-Apfel verstärkt und verstärkt muss er werden, denn es ist unser einziger AOE. So, achtet immer darauf, ein Maidieschen oder sowas mit drauf zu haben für Early Scaling. Ansonsten ist genau dafür halt auch der Avocado gut mit Early Scaling. Denn ein paar Bieter brauchen wir. Gut, es war ein schnelles Match. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt wirklich die Muße nicht mehr, mich hier noch eine Stunde hinzusetzen, bis ich vielleicht jemanden mit den meinen Prozenten finde, der im 600er, 700er Bereich ist und nicht irgendwie 300% über mir oder 400 unter mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was dieses Deck machen soll. Und in diesem Sinne